Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video. Hier möchte ich mal zeigen, wie man FreeCAD unter Linux installiert und wie man vor allen Dingen dafür sorgen kann, dass man aktuellste Versionen von FreeCAD laufen lassen kann, auch mehrere parallel, dass man auswählen kann, mit welcher man arbeitet. Ich habe hier eine Ubuntu Mate auf dem Bildschirm, das läuft in einer virtuellen Maschine, weil das ist nicht das System, auf dem ich normalerweise arbeite. Und jetzt schauen wir erstmal hier, gibt es den Punkt Software und wie wir da FreeCAD auf dem Standardweg installieren. Diese Ubuntu Mate, das ist eine Version 18.4, so eine LTS-Version, schon ein bisschen älter, aber immer noch Update versorgt. Und jetzt gucken wir mal, hier sehe ich das erstmal nicht. Blender sehe ich hier, das habe ich aber auch schon installiert. Man wird hier aber garantiert auch suchen können. Aber Audio, Video, darunter werde ich es wohl nicht finden. Sieht nicht so aus, ne? Gehen wir mal zurück. Kann man nicht mehr zurückgehen. Mal gucken, wo gibt es denn hier die Suche? Ich habe hier schon länger nichts mehr. Produktivität, das könnte es sein. Freeplane, man findet alles, aber kein FreeCAD. Gucken. Sortierung nach Name will ich natürlich sortieren lassen. Und also unter Produktivität finden wir das auch nicht. Was kann es denn sein? Grafik und Fotografie. Nicht unmöglich. Auch da finden wir es nicht. Dann schließen wir das Programm hier mal gerade. Also das mag ich so eigentlich nicht hier, wie ich das sehe. Gucken, wo gibt es denn die Suche? Auch nicht unten. Also beenden wir das mal gerade und dann gehen wir über die Synaptics Verwaltung. Das machen wir über Systemverwaltung und Systemverwaltung. Dann haben wir hier die Software Boutique, da kann man es vielleicht auch noch finden, aber ich mache es direkt über die Synaptics Paketverwaltung. Einmal das Kennwort eintippen und dann können wir hier einfach sagen, ich suche FreeCAD. Gucken, ob er es findet. Jo, findet er. Und da sieht man hier, das wird in der Version 0.16.6.7.1.12 installiert. Das können wir direkt sein lassen. Das ist eine Version, die ist so uralt, wie sie nur uralt sein kann. Also nicht machen. Wir machen das anders, und zwar über einen Browser. Erstmal das passende runterladen. Und was man da runterlädt und wo, das zeige ich euch, wenn er endlich den Browser geladen hat. Also, da möchte ich nichts auswählen. Ich tippe hier einfach ein FreeCAD und dann sucht er mir schon das passende raus. FreeCADweb.org ist genau richtig. Und dann können wir hier direkt auf Download Now klicken. Wir haben hier Linux, also ein 64-Bit-App-Image. Einmal da drauf klicken und dann wird die aktuellste Version 19 heruntergeladen. Die speichern wir jetzt erst einmal. Und wo zeigt er die Downloads an? Hier oben. Da sollte es eigentlich angezeigt werden. Und ich gehe jetzt nochmal hier auf die Weekly Builds Page und dann haben wir hier die Linux Version 20 ist das, dann wählen wir die alleraktuellste aus. Das ist diese Datei hier. Und da sagen wir auch Datei speichern und okay. Ich glaube hier, da müsste ich die Downloads finden. Und da sehen wir hier, die 19er wird runtergeladen. Braucht noch ein bisschen, die 20er braucht ein bisschen länger.
Okay, bevor der hier fertig ist, wir können schon mal weitermachen. Das heißt, ich klappe das hier mal gerade ein und mache mir einen Terminal auf. Da wechsle ich in den Downloads-Ordner. Schauen wir mal gerade rein. So, da sind die beiden Dateien. Jetzt sollten sie auch beide fertig sein. Jo, das sieht gut aus. So, diese Dateien müssen jetzt noch ausführbar gemacht werden. Das heißt, sudo chmod und dann 777 und dann haben wir FreeCAD 019 Nummer 1, Kennwort für sudo. Und dann machen wir dasselbe nochmal für die FreeCAD und die Datei, das ist Weekly Builds. Okay, dann haben wir die beiden ausführbar. Ich lege jetzt dafür Starter an. Das heißt, ich kopiere mir erstmal die 19er hier, diese Datei hier raus, den Dateinamen, kopieren. Einmal zumachen. Ich kann mal ganz zumachen. Dann machen wir Starter anlegen. Name FreeCAD 019. Befehl ist. Im Prinzip können wir durchsuchen machen. Brauchen wir nicht kopieren, wie wir es gerade gemacht haben. Das heißt, wir haben Downloads und da haben wir hier die FreeCAD 19. Die wird ausgeführt und das Symbol lassen wir einfach so. Okay, das war dann Nummer 1 und dann machen wir die Nummer 2. Starter anlegen. FreeCAD 020 und das ist auch durchsuchen, Downloads und dann haben wir hier die Weekly Builds. Okay. So, ich starte jetzt einfach mal mit der 20er. Und da startet schon die FreeCAD-Version in der neuesten Version. Und standardmäßig ist das hier auf Start eingestellt. Man kann jetzt hier erstmal ein paar Parameter einrichten. Das heißt, über die Einstellung, also Deutsch, okay. Wir starten immer mit dem Part Design Modus. Das empfehle ich, wenn man hauptsächlich Maschinenbausachen konstruiert. Und gucken wir mal, was wir sonst noch finden, was man ändern kann oder muss. So, Dokument, Einheiten, soweit klar, Makros. So, was man noch machen muss, ist bei der Anzeige, bei der Navigation, das stelle ich mir immer ein auf die 3D-Navigation im Blender-Modus und Orbital Trackball, das ist soweit richtig. Das können wir so lassen. So, Arbeitsbereiche. Okay, das ist in Ordnung. So, dann hier Startseitenvorlage. Ne, da brauchen wir nichts. Man kann aber noch irgendwo was einstellen, mit welchem. Ach, das habe ich ja gemacht. Der startet immer im Part Design Modus und dann kann ich das hier anwenden. Okay. Ich mache das mal wieder zu. Dann machen wir es neu auf. Sollte jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Und dann ist er gestartet im Part Design Modus, Datei neu. Und jetzt kann ich hier in den Einstellungen noch mehr vornehmen, wenn das eine neue Datei angelegt worden ist, und zwar auch im Part Design Modus, kann ich jetzt hier noch ein paar Änderungen machen. Hier die Qualität eingeben, mit der konstruiert wird. Für Skizzen kann ich auch noch Einstellungen vornehmen. Da brauchen wir jetzt aber nicht weiter was mit zu machen.
Okay, wir haben hier die Sortierung dieser Einheiten hier, die kann man auch noch ein bisschen ändern. Den Part Design und Part hätte ich gern oben. Den Mesher, den hätte ich auch gerne ganz oben. Geht auch über die Einstellungen. Gerade mal schauen. Dokument, Auswahl, Editor. Kann auch sein, dass es woanders geht. Die Anzeige. Arbeitsbereiche. Die sind noch nicht geladen. Ja, das hast du recht. Okay, das geht an der anderen Seite. Und zwar Paneele, Arbeitsbereich, Werkzeuge, Benutzer definiert. Da haben wir hier die Arbeitsbereiche und jetzt kann man die sortieren. Das heißt, da können wir den Part Design Modus auswählen und den so nach oben schieben, bis er ganz oben steht. Dann nehmen wir den Part Modus, den möchte ich direkt darunter zum Stehen bekommen. Jetzt ist er drüber, dann machen wir den wieder einen nach unten. Dann brauche ich standardmäßig den Mesher. Und noch weitere, die ich aber jetzt noch gar nicht installiert habe. So. Gerade mal schauen, da sind wir auch zu weit. Also Mesher wieder runter. Haben wir sonst noch was hier? Ja, das können wir jetzt erstmal so lassen. Dann bei Benutzer definiert, da kann ich mir Symbolleisten definieren. Und zwar im Part Design kann ich eintragen, was da rein soll, oder ich kann eine neue anlegen. Neu, die nennen wir jetzt Part 1 zum Beispiel. Und dann können wir hier Befehle reinfügen. Und zwar, da mache ich mal ganz gerne Teile aus Part rein. Müssen wir jetzt gucken, dass man das Richtige findet. Fensterhilfe, Makros, Teilekonstruktion. Formteil. Formteil, das ist genau richtig. Da machen wir die boolschen Operationen da rein. Geometrie überprüfen. Ja, das macht auch Sinn. Schnitt macht Sinn. Objekte verbinden, weiß ich nicht, vielleicht. So, dann gehen wir weiter runter. Kegelschnitte, Differenz macht Sinn. Ich glaube, den nehmen wir mal wieder raus. Macht er jetzt nicht. Ich glaube, ich muss ihn wieder so zu... Ach, so geht das. Okay, alles klar. Schnitt, Differenz. Gehen wir weiter runter. Extrudieren, abrunden, Vereinigung. Die brauchen wir auch. Und das Wichtigste, was wir hier haben, das ist Festkörper erzeugen, können wir auch ruhig reinpacken. Das ist, wenn wir aus dem Mesh was erzeugen. Jetzt gehen wir mal runter, das werden wir wahrscheinlich auch noch finden. So, wichtigste ist das hier, Form aufbereiten. Also, den packen wir da rein. Form aus Dreiecksnetz packen wir auch da rein. Festkörper erzeugen haben wir. Gehen wir nochmal durch. Boolsche Operation, Würfel, Abschrägung,
Schnitt, Objekt, Offset, erzeuge Verbund, Kegel, Schnitte, Differenz, Zylinder, Merkmal, Attachment, extrudieren, abrunden, Vereinigung, Festkörper haben wir drin, Winkel, 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 da brauchen wir alles nicht, Spiegelung 3D, 2D, Create Points, ne, Grundkörper erstellen brauchen wir auch nicht, Create Projection, Form aufbauen, Form aus Dreiecksnetz, einfache Kopie, Kugel, Sweep, dicke, ne, mehr finde ich da nicht, das heißt, ich schließe das Ganze und dann haben wir die hier soweit stehen. Die kann man sich jetzt auch hier nach vorne holen und habe die im Part Design im Mode immer da drin. So, jetzt das ist eine wichtige Sache, sollte man auf alle Fälle machen, vor allen Dingen wegen diesem einen Befehl hier. Und kann ich euch auch zeigen, warum. Gut, das also zur Installation von FreeCAD auf einem neuen Ubuntu-Betriebssystem. Wenn ihr jetzt hier eine neue Datei macht, habe ich eigentlich eine Datei auf? Eigentlich nicht. Doch, eigentlich müsste ich eine aufhaben. Das heißt, so, die möchte ich hier mir meistens auch ein bisschen vernünftiger platzieren. Ich mache ruhig mal Datei neu. Das war die zweite Datei. Machen wir die wieder weg. Datei schließen. So, da haben wir die Körper. Das braucht man immer ganz häufig. Das packen wir uns mal hier hin. Und die kann ruhig dahinter stehen. Das hier, das möchte ich eigentlich hier ganz vorne haben. Das heißt, die können ruhig ein bisschen darüber. Moment. Die möchte ich davor haben. Dann könnt ihr euch das hier darüber ziehen. Das brauche ich nicht so oft. Und die hier, die brauche ich auch nicht so oft. Da muss man nur gucken, wo fängt das Ganze an. Da glaube ich. Nee. Das ist es. Das packen wir uns dahin. So, da haben wir jetzt den neuen Körper hier vorne und auch die Erzeugungsfunktion direkt darüber. Das heißt, wir machen einen neuen Körper, da rein eine neue Zeichnung und dann auf welcher Ebene, auf der XY-Ebene, entweder hier oder da anklicken, das hier ein bisschen rüberziehen, dass man hier alles sieht. So, so ist das gut und also selektieren. Okay, und den 2D-Zeichenbereich, den kann man sich jetzt auch noch ein bisschen zurechtrücken. Das hier, also ich finde eigentlich die Zeichenfunktion wesentlich wichtiger als diese Sachen hier. Das heißt, die ziehe ich jetzt erstmal hier runter und die möchte ich davor stehen haben. Und diese hier, wo fangen sie an? Da. Die kann ich gerne da haben. Die hier, die sind nicht ganz so oft benutzt von mir. Die können dahin und die kommen dahin. Der kann auch da hinten dran. So ist jetzt das Menü für den Sketcher eingestellt. Dann können wir uns das hier auch noch rüberziehen. So sieht es ganz gut aus. Und mach mal kurz ein paar Sachen. Ich zeichne einen Kreis um diesen Mittelpunkt hier. Und hier, da haben wir eben die Möglichkeit Radius, Durchmesser oder automatisch Radius, Durchmesser einschränken. Ich mache ganz gern mit Durchmesser und dann wählen wir das aus. Durchmesser 50 mm und dann
zeichnen wir dann noch einen Kreis rein auf den Mittelpunkt. Und der kriegt auch einen Durchmesser, und zwar 25 mm. Können wir das Ganze schließen, den Sketch halt aufpolstern in Höhe 20 mm und okay. So, dann kann man hier eben weiter konstruieren. Auf diese Ebene hier möchte ich eine Zeichnung machen. Da machen wir einen Kreis rein. Eigentlich war ich der Meinung, ich hätte mir das alles richtig platziert. Scheint nicht so zu sein. Machen wir es nochmal richtig. So, dann machen wir da einen Kreis rein, der kommt hier so drauf, kriegt einen Durchmesser von 6 mm, einen Abstand hier zu da. Das machen wir mit der Funktion, das möchte ich berechnen, und zwar das ist Klammer auf 50 minus 25 geteilt durch 2 plus 25, 37,5. Das ist falsch. Natürlich ist das falsch. Ich habe ja Durchmesser gerechnet. Das heißt, wir haben den Radius, das ist 25 minus 12,5. geteilt durch 2 und plus 12,5. Das sollte jetzt richtig sein. Da ist das genau auf der Mitte. Schließen das Ganze, lassen das hier eine Polsterung, eine Tasche machen, 5 mm da rein. Okay, dann das möchte ich jetzt hier auf dem Kreis multiplizieren. Das geht mit dieser Funktion hier, also die Pocket selektieren, dann diese Funktion auswählen. Standardmäßig nimmt er die richtige Achse da muss ich nichts mehr machen. Ich brauche nur noch die Anzahl einzugeben hier. Da möchte ich gerne 10 Stück von haben. Einmal Tab drücken und dann habe ich 10 mal das Teil da drauf verteilt. Machen wir 15. Geht auch noch. Zählen wir die mal gerade. Abgesehen bei 2 sind es wirklich, also er macht nicht plus die 15, sondern es sind insgesamt 15 solche Vertiefungen. Okay, einfach einmal OK klicken und dann kann das Teil hier schon in den Druck gehen. Die Version 19, die können wir jetzt gerade auch nochmal starten. Ihr könnt die parallel starten. Das heißt einfach Doppelklick. Und das speichere ich jetzt mal ab. Machen wir mal einen Test. Und zwar speichern unter, in Dokumente, nehmen wir irgendeinen Namen, machen die Version einfach mal zu und öffnen das Ganze hier. Öffnen, auf Dokumente. Okay, also in dem Fall ist das Ganze noch völlig kompatibel. Kann also auch in der 19er Version geladen werden. Das ist möglich, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, je nachdem, was für Funktionen in der 20er ihr benutzt habt. Gut, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, wie man unter Linux FreeCAD runterlädt und installiert. Eine kleine Einweisung, wie man es konfiguriert, und würde mich freuen, wenn ihr halt ein Abonnement für mich da lasst. Dann werdet ihr halt wenn ihr die Glocke dazu klickt, über neue Versionen, über neue Videos informiert. Und das war das Video von Tutorial, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!